Spoken German, Unit 7, Tape 3, Variation Drill. Number 1. Wir setzen uns in das große Wohnzimmer. Let's carry the suitcases up to the attic. Wir wollen die Koffer auf den Boden tragen. He's putting the chair behind the desk. Er stellt den Stuhl hinter den Schreibtisch. Please sit down beside my son. Setzen Sie sich bitte neben meinen Sohn. She's putting the woolen blanket over the back of the chair. Sie legt die Wolldecke über die Stuhllehne. He's putting the letters under his newspaper. Er legt die Briefe unter seine Zeitung. The kitchen table goes between the refrigerator and the range. Der Küchentisch kommt zwischen den Kühlschrank und den Herd. Number 2. Wir wohnen neben der alten Post. He works in another office. Er arbeitet in einem anderen Büro. On the corner, a policeman is standing. An der Ecke steht ein Polizist. I'll park behind your car. Ich parke hinter Ihrem Wagen. Above the desk, there's a big picture. Über dem Schreibtisch hängt ein großes Bild. The taxi is just stopping in front of his house. Die Taxe hält gerade vor seinem Haus. Number 3. Stellen Sie den Papierkorb bitte unter den Schreibtisch. Hang this picture above the large sofa. Hängen Sie dieses Bild über das große Sofa. Please drive your car around behind the house. Fahren Sie bitte Ihren Wagen hinter das Haus. She puts the little table beside her easy chair. Sie stellt den kleinen Tisch neben Ihren Sessel. We're moving to another city. Wir ziehen in eine andere Stadt. Drive up onto this parking lot. Fahren Sie doch auf diesen Parkplatz. He sits down in front of the big window. Er setzt sich vor das große Fenster. Number 4. Die Zeitung liegt hinter der Lampe. The pictures are still in the big crate. Die Bilder sind noch in der großen Kiste. My car stops at the corner there. Mein Wagen hält dort an der Ecke. He's sitting behind his friend. Er sitzt hinter seinem Bekannten. The blanket is lying over the back of the chair. Die Wolldecke liegt über der Stuhllehne. The bus stops in front of the new bank. Der Autobus hält vor der neuen Bank. The big easy chair is between the bookcase and the smoking table. Der große Sessel steht zwischen dem Bücherschrank und dem Rauchtisch. Number 5. Das ist ein Zimmer mit vielen neuen Möbeln. We're staying with nice German relatives. Wir wohnen bei netten deutschen Verwandten. They work in large new offices. Sie arbeiten in großen neuen Büros. He introduces him to a few American gentlemen. Er macht ihn mit einigen amerikanischen Herren bekannt. I don't like to live in old, small hotels. Ich wohne nicht gern in alten, kleinen Hotels. Number 6.
Wir haben gute französische Zeitungen. Get me some other good stationery, please. Holen Sie mir bitte anderes gutes Briefpapier. He has some old famous stamps. Hat alte berühmte Briefmarken. We still need some other good carpets. Wir brauchen noch andere gute Teppiche. I hope we can find some good German wine there. Hoffentlich können wir dort guten deutschen Wein finden. Number 7. Der große Schreibtisch steht auf dem Teppich. The freight is still in the cellar. Das Frachtgut steht noch im Keller. Are you going to put the new floor lamp in the corner or next to the easy chair? Stellen Sie die neue Stehlampe in die Ecke oder neben den Sessel. Put the new sofa there against the wall, please. Stellen Sie das neue Sofa bitte dort an die Wand. Our car is behind the house. Unser Wagen steht hinter dem Haus. Are the books already in the bookcase? Stehen die Bücher schon im Bücherschrank? Put the typewriter on the table next to the lamp. Stellen Sie die Schreibmaschine auf den Tisch neben die Lampe. Number 8. Legt den Füller und das Briefpapier auf den Schreibtisch. Where do you want to put the carpet? Wo wollen Sie den Teppich hinlegen? The rug is already in the living room. Der Teppich liegt schon im Wohnzimmer. The letter is under your new book. Der Brief liegt unter Ihrem neuen Buch. Put the passport in your desk. Legen Sie den Pass in Ihren Schreibtisch. The woolen blankets are in the bedroom on our beds. Die Wolldecken liegen im Schlafzimmer auf unseren Betten. Number 9. Stellen Sie den Papierkorb unter den Tisch. In front of the window is a small desk. Vor dem Fenster steht ein kleiner Schreibtisch. Next to the sofa is an easy chair. Neben dem Sofa steht ein Sessel. He's putting the round table in front of the sofa. Er stellt den runden Tisch vor das Sofa. Where shall I put the chair? Wo soll ich den Stuhl hinstellen? On the desk is a pretty lamp. Auf dem Schreibtisch steht eine schöne Lampe. Number 10. Die Kinder liegen schon im Bett. The questionnaires are on my desk. Die Fragebogen liegen auf meinem Schreibtisch. The secretary puts the forms in the consul's office. Die Sekretärin legt die Formulare ins Büro des Konsuls. The quilt is on a chair in our bedroom. Die Steppdecke liegt auf einem Stuhl in unserem Schlafzimmer. The new paper is on the table by the door. Die neue Zeitung liegt auf dem Tisch neben der Tür. Put the book on my desk, please. Legen Sie das Buch bitte auf meinen Schreibtisch. Number 11. Stellen Sie das Sofa an die Wand und die Stehlampe daneben. I'll put the little table beside the easy chair and the smoking table in front of it. Den kleinen Tisch stelle ich neben den Sessel und den Rauchtisch davor. Does the floor lamp go beside the smoking table? No, behind it.
Kommt die Stehlampe neben den Rauchtisch? Nein, dahinter. Put the chair in front of the desk, please, and the wastebasket under it. Stellen Sie den Stuhl bitte vor den Schreibtisch und den Papierkorb darunter. We'll put the sofa over against the wall and hang the picture above it. Das Sofa stellen wir an die Wand und das Bild hängen wir darüber. In the bedroom there are 2 beds, and between them there is a chair. Im Schlafzimmer stehen 2 Betten und dazwischen steht ein Stuhl. Number 12. Ist der Koffer bei meinem anderen Gepäck? Ja, er ist auch dabei. Mr. Becker is going to America soon. Did you know that? Herr Becker fährt bald nach Amerika. Wissen Sie das schon? Yes, he talks about it a lot. Ja, er spricht viel davon. The typewriter is not good, but I can still write with it. Die Schreibmaschine ist nicht gut, aber ich kann darauf noch schreiben. I'd like to buy a house, but I don't have any money for it. Ich möchte ein Haus kaufen, aber ich habe kein Geld dafür. I like your new suit, and your necktie goes well with it, too. Der neue Anzug gefällt mir gut und die Krawatte passt auch gut dazu. Vocabulary drill. Number 1. Einziehen. To move in. When are you moving in here? Wann ziehen Sie hier ein? She's moving in today. Sie zieht heute ein. We're planning to move in soon. Wir wollen bald einziehen. I believe you can't move in yet. Ich glaube, Sie können noch nicht einziehen. Number 2. Ziehen. To move. We're moving into our new house next week. Wir ziehen nächste Woche in unser neues Haus. He's moving into the apartment next door today. Er zieht heute in die Wohnung nebenan. When are you planning to move into your new house? Wann wollen Sie in Ihr neues Haus ziehen? The Kellers are moving to a new apartment soon. Kellers ziehen bald in eine andere Wohnung. Number 3. Einrichten. To arrange, set up the furniture, to fix up the place of dwelling. We're setting up the furniture in our new house tomorrow. Morgen richten wir unser neues Haus ein. We'll fix up the other rooms today. Heute richten wir die anderen Zimmer ein. She's fixing up her room with new furniture. Sie richtet ihr Zimmer mit neuen Möbeln ein. When do you intend to fix up your apartment? Wann wollen Sie Ihre Wohnung einrichten? Number 4. Auspacken. To unpack. We still have to unpack the crates. Wir müssen noch die Kisten auspacken. She's just unpacking her big suitcase. Sie packt gerade ihren großen Koffer aus. Shall we unpack the new linens right away? Wollen wir die neue Wäsche gleich auspacken? Please unpack the good dinnerware now. Bitte packen Sie jetzt das gute Geschirr aus. Number 5. Ankommen. To come, to get to destination, to arrive. I hope the letter gets there soon. Hoffentlich kommt der Brief bald an.
The new easy chairs are supposed to come today. Die neuen Sessel sollen heute ankommen. When does the freight get here? Wann kommt das Frachtgut hier an? I believe the crates won't get here today. Ich glaube, die Kisten kommen heute noch nicht an. Number 6. Aussehen. To look, to appear to be. What does your new house look like? Wie sieht Ihr neues Haus aus? Your new furniture really looks very nice. Ihre neuen Möbel sehen wirklich sehr schön aus. Your car looks almost new. Ihr Wagen sieht noch ganz neu aus. This apartment looks very clean. Diese Wohnung sieht sehr sauber aus. Number 7. Sich etwas ansehen. To look at something. May I take a look at your beautiful pictures? Darf ich mir mal Ihre schönen Bilder ansehen? We want to look at some new furniture today. Heute wollen wir uns einige neue Möbel ansehen. They're just taking a look around our yard. Sie sehen sich gerade unseren Garten an. He's looking at the little typewriter. Er sieht sich die kleine Schreibmaschine an. Number 8. Helfen. Plus dative. To help someone. Can we help you set up the furniture? Können wir Ihnen beim Einrichten helfen? She's helping him at the office today. Sie hilft ihm heute im Büro. Please help the secretary in the visa section. Helfen Sie bitte der Sekretärin in der Visa-Abteilung. She's helping her father in the store today. Sie hilft Ihrem Vater heute im Geschäft. Number 9. Passen. Plus preposition with accusative. The right place for, or a good place for, something is. That's a good place for the new easy chair, there in the corner. Der neue Sessel passt gut dort in die Ecke. This room is not the right place for the old furniture. Die alten Möbel passen nicht in dieses Zimmer. That's a good place for the little table beside the easy chair. Der kleine Tisch passt gut neben den Sessel. Is that the right place for this big lamp on the desk? Passt diese große Lampe auf den Schreibtisch? Number 10. Passen zu. Plus dative. To go with, to match. This new desk goes well with the furniture. Dieser neue Schreibtisch passt gut zu den Möbeln. The big easy chairs don't match the little sofa. Die großen Sessel passen nicht zu dem kleinen Sofa. These chairs match the table very well. Diese Stühle passen sehr gut zu dem Tisch. The bookcase is supposed to match the furniture. Der Bücherschrank soll zu den Möbeln passen. Number 11. Tragen. To carry. He's carrying the books to the library. Er trägt die Bücher zur Bibliothek. Carry the big suitcases to the attic, please. Tragen Sie die großen Koffer bitte auf den Boden. The men are carrying a few large crates to the cellar. Die Männer tragen einige große Kisten in den Keller. You can carry the blankets into the bedroom for the moment. Sie können die Wolldecken erstmal ins Schlafzimmer tragen. Number 12.
sich mieten oder mieten. To rent for oneself. I have to rent a different room. Ich muss ein anderes Zimmer mieten. The Kellers are renting a house in our neighborhood. Kellers mieten ein Haus in unserer Nachbarschaft. He's planning to rent a car in Bonn. Er will sich in Bonn einen Wagen mieten. We're planning to rent an apartment in Munich. Wir wollen uns in München eine Wohnung mieten. Number 13. Vermieten. To rent out. He's planning to rent out the room on the third floor. Er will das Zimmer im zweiten Stock vermieten. Are there many large apartments for rent here? Sind hier viele große Wohnungen zu vermieten? Mr. Becker is unfortunately not able to rent his house. Herr Becker kann sein Haus leider nicht vermieten. Mr. Schulze wants to rent us his house. Herr Schulze will uns sein Haus vermieten. Number 14. Sich hinsetzen oder sich setzen. To sit down. Please sit in this easy chair. Setzen Sie sich bitte in diesen Sessel. Now we can sit down at last. Jetzt können wir uns endlich hinsetzen. We're going to sit at the kitchen table. Wir setzen uns an den Küchentisch. Don't you want to sit down? Wollen Sie sich nicht hinsetzen? I'll sit on the sofa. Ich setze mich auf das Sofa. Where can we sit? Wo können wir uns hinsetzen? He sits down at the desk. Er setzt sich an den Schreibtisch. Number 15. Sitzen. To be seated. He sits at his desk all day. Er sitzt den ganzen Tag an seinem Schreibtisch. I think she's sitting beside her father. Ich glaube, sie sitzt neben ihrem Vater. Why don't we sit out in the yard today? Wir wollen heute im Garten sitzen. She's sitting in her chair beside the window. Sie sitzt auf ihrem Stuhl neben dem Fenster. This is the end of Spoken German, Unit 7,